Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Ride On with Friends. Mein Name ist Jürgen und es freut mich wieder tierisch, dass du eingeschaltet hast. Die letzten Tage waren sehr bewegt. Der reißerische Titel Garmin Basecamp ist ausgemustert meines ersten YouTube-Videos aus der Reihe Planung und Navigation haben vor allem bei vielen Motorradfahrern und auch bei einigen Basecamp-Usern positive, aber auch negative Emotionen ausgelöst. Genau das wollte ich erreichen. Viele wussten nämlich gar nicht, dass Garmin schon vor Jahren still und heimlich die Weiterentwicklung der Software eingestellt hat und die Software nun am Ende der Wartungsphase steht. Hier ist wohl der Wunschvater des Gedankens und es besteht bei jedem von euch immer noch die Hoffnung, dass auch beim nächsten Update des Betriebssystems noch alles funktioniert und Garmin auch ein Support-Package rausbringt. Wie bereits erwähnt, habe auch ich zufriedenstellend in den letzten 12 Jahren mit Basecamp sehr, sehr intensiv gearbeitet. Vor allem die Tatsache, dass ich hier meine komplette Routenbibliothek über die Jahre aufgebaut habe und die Software auch sehr, sehr gut kenne, haben einen Wechsel zu einer Nachfolgelösung verhindert. Die Nutzung einer lokalen Datenbank, so wie es Basecamp hat auch viele Vorteile. Aber mein Motto Never touch a running system ist leider nicht mehr zielführend, da die Kompatibilität und die fehlenden Funktionen für mich nicht mehr ausreichend waren. Ja, wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Und jetzt ist es für mich noch ausreichend Zeit für einen kompletten Neubeginn, verbunden mit den notwendigen Datenmigrationen aus meinen bisherigen Routenplanern. Meine Hoffnung ist, dass meine Lösungen von MyRoute App auch das halten, was ich mir davon verspreche. Ich möchte Navigation für ein Wohnmobil, für ein Cabrio, aber auch für Motorräder nutzen. Und die Innovationsstärke und die Softwareentwicklungszyklen sind im Gegensatz zu anderen namhaften Herstellern bei dieser Firma gewaltig. In ein paar Tagen kommt bereits die neue Navigationssoftware auf dem Smartphone mit Apple-Integration raus. Aber nun viel Spaß mit dem zweiten Teil meiner Videoserie, wo es schwerpunktmäßig um die Migration von Daten geht, um das Verwalten von Point of Interest, Tracks und Routen. Und ich hoffe auch wieder, dass etwas für euch dabei ist, für die alten Hasen, die genau wie ich schon seit Jahrzehnten navigieren und entsprechende Routen planen, aber auch für diejenigen, die jetzt erst damit beginnen. Also habt viel Spaß dabei und schreibt fleißig eure Kommentare, denn über das Feedback freue ich mich, egal in welche Richtung es geht. Bis dann, euer Jürgen. Ciao. Hier ein kurzer Überblick über diese und die nächsten geplanten Folgen auf meinem YouTube-Kanal. Wenn du nichts verpassen möchtest, dann lass einfach ein kostenloses Abo da oder schreibe mir in den Kommentaren, was dich besonders interessiert. Im letzten Teil habe ich erläutert, warum ich mich von Garmin Basecamp getrennt habe und mich nach einem 2-jährigen Test verschiedener Planungs- und Navigationslösungen für Motorräder und Wohnmobil letztendlich für die Lösungen von MyRoute App entschieden habe. Den Link zur vorherigen Folge findest du hier rechts oben. In der heutigen Folge gebe ich dir zunächst einen kurzen Überblick über die Menüstruktur des MyRoute App Route Planner, über meine Bibliotheksstruktur zur Verwaltung meiner Points of Interest, Tracks und Routen und steige dann im letzten Kapitel ein, wie ich meine Daten aus den bisherigen Routenplanern in den Route Planner migriert habe. Im dritten Teil erkläre ich euch dann meinen Planungsworkflow, beginnend von der Recherche über eine detaillierte Routenplanung bis zum Datenexport an meine mobile Endgeräte, dem iPhone, dem Garmin Zumo und dem BMW Navigator. Ja, und im letzten Teil gehe ich dann explizit auf die Navigations-App Navigation Next von MyRoute App ein.
Ich hoffe, dass für jeden Mobilisten, egal auf 2 oder 4 Räder, etwas dabei ist. Denn spannende Abenteuer auf dem Motorrad oder mit dem Wohnmobil zu erleben, erfordert nicht nur Ausdauer, sondern auch eine gute Planung. Aber auch eine Detailplanung muss bei der Durchführung von Reisen Spontanität zulassen. So, jetzt steigen wir ein in das erste Kapitel. Für diejenigen, die noch keine praktische Erfahrungen mit dem Route Planner von MyRoute App haben, möchte ich als Grundlage erst im Kapitel 1 kurz auf die Menüstruktur eingehen und im Kapitel 2 die Bibliotheksstruktur, also die Ablagestruktur von Routen, Tracks, Point of Interests vorstellen. Alle anderen können, wenn sie mögen, gleich auf Kapitel 3 springen. Wenn du am Windows-PC oder Mac auf die Webseite von MyRoute App gehst und dich dort anmeldest, dann gelangst du auf die Homepage von Route Planner, dessen Menü ich dir kurz im Einzelnen vorstellen möchte. Starten wir mit dem Routenlabor. Hier sieht man eine Reihe von Schaltflächen, die man häufig nutzt, zum Beispiel zum Routen erstellen, Upload von Routen, Routenbibliotheken etc. Auf den Routeneditor werde ich im dritten Teil meines Videos ausführlich eingehen. Als nächstes kann man zu deinem persönlichen Profil springen. Das ist deine öffentliche Visitenkarte, die jeder sehen kann, wer deine Seite besucht oder von dir zu deiner Gruppe eingeladen wird. Vor allem kann man hier deine für die Öffentlichkeit publizierten Routen und Tracks, gefiltert nach Fahrzeugkategorie oder auch Wanderungen in deiner Karte recherchieren und für eigene Zwecke kopieren. Auf der Aktivitätenseite findest du abgeschlossene oder geplante Aktivitäten, zum Beispiel aufgezeichnete Tracks von durchgeführten Routen oder geplante Veranstaltungen anderer Mitglieder, die diese auf der MyRoute App Webseite veröffentlicht haben. Du kannst nach deinem Standort, also in der Nähe, selektieren oder auch erst kürzlich hinzugefügte Aktivitäten suchen. Im Forum findest du eine internationale und nationale Community rund um alle MyRoute App-Themen. Besonders der Erfahrungsaustausch bezüglich Nutzung der Anwendungen oder auch Tipps zu Routen finde ich sehr hilfreich. Über die Schaltfläche Unterstützung findet man die Support-Seite und die Wissensdatenbank von MyRoute App. Hier kann man nicht nur die Anleitungen durchstöbern, sondern auch Tickets an MyRoute App stellen. Unter dem Menüpunkt Abonnements findest du die aktuellen Software-as-a-Service-Modelle für Route Planner und die Navigation Next App. Es sind 3 Optionen möglich. Erstens die kostenlose Basic-Version und die Erweiterungen Silver und Gold, jeweils als Monatsabo oder Lifetime-Lizenz. Und last but not least, im MyRoute App Webshop kannst du dir die Lizenzen, Navigationsgeräte und Zubehör oder auch Werbeartikel von MyRoute App kaufen. Im Kapitel 2 werde ich nun auf die Bibliotheksstruktur vom Route Planner eingehen. Ich muss zugeben, dass ich etwas gebraucht habe, um das Grundprinzip zu verstehen. Das war aber wichtig, um daraus meine eigene Ablagestruktur von Routen, Tracks und Points of Interest etc. abzuleiten. Mein Ziel war, den anschließenden Datenimport aus den bisherigen Anwendungen gleich in eine für mich geeignete Ordnerstruktur zu bringen. Für mich neu war, dass Route Planner vor allem auch einen geordneten Datenaustausch unter meinen Freunden, Gruppenmitgliedern von Ride On With Friends und Veranstaltungsteilnehmern gemeinsamer Reisen ermöglicht. Erstmals ist nun eine gemeinsame Routenplanung möglich und wenn man möchte, kann man natürlich auch seine Routen der Öffentlichkeit freigeben. Schauen wir uns einmal die Bibliotheksstruktur im Detail an. Die Ablage aller Dateien findet gesichert in der MyRoute App Cloud statt. Alle Dateien können bei einem Internetzugang auf allen internetfähigen Endgeräten abgerufen und verändert werden. Um sicherzugehen, dass ich auch auf Reisen ohne Internet den Zugang zu meinen Routen habe, lade ich natürlich die relevanten Routen vorher auf eine SD-Karte oder gleich in den Speicher meines Navigationsgerätes.
Ich finde es ganz toll, dass man im Route Planner eine öffentliche Bibliothek mit stetig wachsenden weltweiten Routenvorschläge für sämtliche Reiseformen vorfindet. Das Besondere ist allerdings, dass die Routen detailliert, fast schon wie in Reiseführern, von zertifizierten Experten dokumentiert und verifiziert sind. Das heißt, MyRouteApp hat hier einen hohen Qualitätsstandard sichergestellt. Jeder kann übrigens Routenexperte werden, man muss allerdings eine kleine Ausbildung mit einer abschließenden Zertifizierung durchlaufen. Kostenlos natürlich. Im Route Planner kann man natürlich auch seine eigene Bibliothek bestehend aus Routen und Tracks oder Favoriten und Sehenswürdigkeiten aufbauen. Seine Planungen speichert man über entsprechende Berechtigungen nur für sich alleine oder stellt dies auch seinen Freunden oder auch allen MyRouteApp-Anwendern zur Verfügung. Darüber hinaus ist die Definition einer Benutzergruppe auch sinnvoll. In meinem Fall werde ich für meine Gruppe Ride On With Friends allen Gruppenmitgliedern ausgewählte Routen und Tracks zur Verfügung stellen. Die Gruppe ermöglicht es allen zugelassenen Mitgliedern, die MyRouteApp gemeinsam auf interaktive Weise zu nutzen. Mitglieder von Gruppen können natürlich innerhalb der Gruppe miteinander kommunizieren und Routen und Tracks austauschen. Mit Veranstaltungen lassen sich Teilnehmer zu gemeinsamen Gruppenreisen einladen oder sogar öffentliche Events planen. Hier kann man genauso wie in Gruppen gemeinsame Routen und Tracks einstellen und Informationen zur Reise austauschen. Auf einer Event-Timeline können dann die Teilnehmer der Reise ihre eigenen Tracklogs hinzufügen. Eine tolle Möglichkeit, Streckenprotokolle mit Bildern und Text zu vergleichen und Erfahrungen auszutauschen. Die Grundlagen habe ich dir nun hoffentlich einigermaßen verständlich vermittelt. Jetzt kommen wir im Kapitel 3 zum praktischen Teil, die Datenmigration. Mit welchen Dateiformaten ich arbeite und wie sich die Datenmigration für meine POIs, Tracks und Routen aus Google My Maps, Calimoto und Basecamp gestaltet, siehst du mit Bildschirmaufzeichnungen in diesem Kapitel. Vorweg, es gibt sehr viele Möglichkeiten, viel mehr als ich hier vorstelle, aber meine Form der Datenmigration birgt die geringsten Fehlermöglichkeiten. Bewährt haben sich bei mir die Datenaustauschformate GPX 1.1 bei Calimoto und Basecamp und KML bei Google Maps. Tracks heißen übrigens im Route Planner Tracklogs oder Route Tracks und stellen in der Regel eine aufgezeichnete Route dar. Ihr werdet später sehen, dass die Daten an unterschiedlicher Stelle abgelegt werden. Vorab zur Info: Tracklogs kann man zum Beispiel im Gegensatz zu Route Tracks mit sogenannten Momenten, also Fotos und Beschreibungen, nachträglich anreichern. Hierzu mehr in meinem letzten Video. Ansonsten sind die Begriffe gleich. Points of Interest sind Sehenswürdigkeiten und Routen beinhalten Wegpunkte, sogenannte Shaping Points und Via Points. Als erstes werde ich nun ausgewählte Points of Interest in den Route Planner, genauer gesagt in die POI-Bibliothek, importieren. Die Importdateien dürfen aus Performancegründen nur maximal 10 MB groß sein. Ich starte mit Google My Maps. Hier habe ich im Laufe der Zeit jede Menge länderspezifische Sehenswürdigkeiten als Basis für meine Routenplanung gesammelt. Das Besondere ist, dass man aus Google Maps leider nur das Dateiformat KML exportieren kann. Ich habe viel getestet und am besten hat es bei mir geklappt, wenn man mit dem Konvertierungstool die KML-Datei in eine GPX-Datei umwandelt und dann erst in den Route Planner importiert. Schauen wir uns das einfach mal an. Hier siehst du die Oberfläche von Google My Maps. Ich habe hier Länder und reisespezifische Point of Interest in Karten erfasst.
Ich steige nun in die Griechenland-Karte ein und exportiere die POIs in eine KML-Datei. Danach starte ich ein frei verfügbares Konvertierungsprogramm, mit dem ich das Dateiformat KML in GPX umwandle. Ich öffne nun den Route-Planner im Menü Routenlabor und wähle die Schaltfläche Upload aus. Da es sich um POIs handelt, wähle ich das Register POI und selektiere meine GPX-Datei. Beim Hochladen kann ich gleich auch einen geeigneten Namen für meine POI-Bibliothek vergeben. Schauen wir uns das Ergebnis an. Die POIs werden bei der Erstellung von Routen eingeblendet. Natürlich gibt es jede Menge Standard-POIs von MyRouteApp in unterschiedlichen Kategorien. Wechselt man auf die Bibliothek, dann sieht man seine eigenen POIs. Schade ist, dass man diese beim Hochladen leider nicht kategorisieren kann. Deswegen habe ich auch verschiedene POI-Listen eingerichtet. Die Sehenswürdigkeiten sieht man auf der Karte allerdings erst bei einem bestimmten Zoom-Level. Generell überprüfe ich immer auch die GPS-Daten einer Sehenswürdigkeit und passe sie gegebenenfalls an, bevor ich diese als Routenpunkt auch verwende. Jetzt zeige ich dir, wie die Migration aus Basecamp funktioniert. Hier habe ich im Gegensatz zu Google My Maps meine Sehenswürdigkeiten schon kategorisiert. Da ich nicht alles übernehmen möchte, selektiere ich im entsprechenden Verzeichnis meine POIs und exportiere diese Liste im GPX-Format. Ich möchte dir jetzt eine zweite Möglichkeit zeigen, die POIs in Route-Planner zu importieren. Du kannst nämlich auch immer im Routeneditor im POI-Menü Bibliothek die GPX-Datei unter Hinzufügen importieren und dann auch gleich nutzen. Benötigst du die POI-Liste nicht mehr, dann kannst du sie natürlich auch hier wieder löschen. Auch hier eine kurze Stichprobe, ob die POIs richtig übernommen wurden. Das geht immer ganz gut mit dem integrierten Google Earth oder Google Street View.
Das hat ja schon ganz gut geklappt. Schauen wir uns jetzt gemeinsam die Migration von Tracks an. Und zwar zunächst die Migration von Calimoto als Track und Root Track und dann im Anschluss von Basecamp. Ich befinde mich hier auf der Homepage von Calimoto und steige in den Tourenplaner ein. Im Register Gefahrene Touren sieht man seine aufgezeichneten Tracks. Ich selektiere die relevanten Tracks und lade sie mir als GPX-Datei auf meinen Computer. Das Verfahren zum Upload ist ähnlich wie zuvor bei den POIs. Im Routenlabor des Route Planner auf die Schaltfläche Upload und dann diesmal den Register Tracklog wählen und die lokale Datei auswählen. Man kann übrigens gleichzeitig mehrere Dateien hochladen. Nach einem erfolgreichen Datenimport stehen die Dateien in der Tracklog-Bibliothek bereit. Diese findet man über die Schaltfläche Tracklogs. Man kann dann einen Tracklog mit Fotos und Beschreibungen mit den sogenannten Momenten anreichern oder aus einem Tracklog eine Route generieren und diese neu beplanen. Die gleiche Datei verwende ich nun auch als Importdatei für einen Route-Track. Der importierte Route-Track wird nun aber im Gegensatz zum Tracklog in der Routenbibliothek abgespeichert und nicht in der Tracklog-Bibliothek. Hier kann man allerdings dann keine Momente ergänzen, aber den Route-Track kann man auch als Route umwandeln. Ich habe meine ganzen Tracks als Route-Tracks übernommen, da ich sie nicht nachbearbeiten möchte, aber in meine strukturierte Routenbibliothek übernommen habe. Hierzu mehr im Kapitel 4 dieses Videos. Und jetzt schauen wir uns die Übernahme von Tracks aus Basecamp an. In diesem Beispiel selektiere ich im Unterschied zu Calimoto mehrere Tracks gleichzeitig und exportiere eine GPX-Datei. Beim Import der Datei als Route-Track werden alle Tracks separat in den Route Planner im Standard leider immer in das Hauptverzeichnis meiner Routenbibliothek importiert. Wie bereits erwähnt, kann man natürlich mehrere unterschiedliche Dateien gleichzeitig importieren. Würde man immer alle importierten Dateien in nur einem Verzeichnis verwalten, dann würde dies sehr schnell unübersichtlich werden. Ich habe mir deswegen, angelehnt an meine Basecamp-Verzeichnisstruktur, entsprechende Unterverzeichnisse angelegt, in die ich importierte Dateien verschiebe. Hierzu mehr im letzten Kapitel dieses Videos. Hier in dem Beispiel handelt es sich um meine Tracks von unserer Nordkap-Reise von 2018. Deswegen lege ich ein entsprechendes Unterverzeichnis im Verzeichnis Datenmigration Basecamp an und verschiebe anschließend die Dateien in dieses Verzeichnis. Am Schluss wieder eine kleine Stichprobenprüfung, ob die Tracks auch richtig übernommen wurden. Prima, alles in Ordnung. Man kann wie bei Tracklogs auch Route-Tracks in Routen umwandeln. Die generierte Route wird dann im gleichen Verzeichnis abgespeichert. Dabei kann man angeben, ob mehr oder weniger Wegpunkte generiert werden sollen.
Das war nun die Datenmigration der Tracks und jetzt wird es spannend. Wie kann man ausgeplante Routen mit definierten Wegpunkten übernehmen? Zunächst wieder aus Calimoto und dann anschließend aus Basecamp. Ich starte wieder auf der Calimoto Homepage und gehe diesmal im Tourenplaner auf meine geplanten Touren. Ich wähle eine kleine Rundtour mit 5 manuell definierten Wegpunkten, sogenannten Via Points, aus. Diese exportiere ich als GPX-Datei. Im Route Planner über die Schaltfläche Upload und Register Route selektiere ich die exportierte Datei und bekomme prompt eine Fehlermeldung. Diese Datei enthält keine Wegpunkte. Ich teste den Import mit anderen Routendateien von Calimoto und auch anderen Dateiaustauschformaten. Mir gelingt es leider nicht, eine in Calimoto geplante Route zu übernehmen. Falls jemand einen Tipp hat, dann schreibt mir das bitte in den Kommentar. Als Alternative übernehme ich die Route als Route Track, jedoch ohne meine Wegpunkte. Jetzt bin ich gespannt und teste das Ganze mit Basecamp, mit einer in Basecamp geplanten Route und eigenen Wegpunkten. Und siehe da, die exportierte Routendatei wird als Route mit Wegpunkten ohne Fehler importiert. Ich kann die einzelnen Wegpunkte nun bezüglich GPS-Koordinaten und Titel optimieren. Ich vermute, es liegt am Export von Calimoto, denn bei Basecamp klappt das hervorragend. Im 4. und letzten Kapitel dieses Videos möchte ich euch einige Tipps zur Ablagestruktur eurer Routenbibliothek geben. Gerade wenn man alleine oder im Team innerhalb einer Reisegruppe entsprechende Wohnmobil-, Motorrad-, Fahrrad- oder Wanderrouten plant und austauscht, ist eine geeignete Verzeichnisstruktur für das Handling der vielen Dateien bereits bei der Datenmigration zielführend. Zur Erinnerung: Im Standard werden alle importierten Daten entweder im Topf Point of Interest oder Tracklogs oder Routen im Hauptverzeichnis abgelegt. Wandelt ihr beispielsweise Tracks in Routen um, dann wird die generierte Routendatei als Kopie in der Routenbibliothek abgelegt. Wandelt ihr hingegen einen Route-Track in eine Route um, dann wird die generierte Route im gleichen Verzeichnis wie der Route-Track gespeichert. Zu den Points of Interest gibt es Folgendes anzumerken. Die Points of Interest kann man leider nicht kategorisieren. Hier ist meine Empfehlung, dass ihr beim Import eigene POI-Listen anlegt, zum Beispiel für eigene Campingplätze, Motorradhotels, Pässe, Fotostops etc. In der Tracklog-Bibliothek kann man auch eigene Verzeichnisse anlegen. Hier habe ich unterschieden nach Wohnmobil, Cabrio, Motorrad, Fahrrad etc. und sortiere die generierten Tracks hier ein. Meine Routenbibliothek habe ich durch eigene Haupt- und Unterverzeichnisse strukturiert, sodass auf der einen Seite eine strukturierte Ablage wie in Basecamp möglich ist, aber auch ein gemeinsames Arbeiten effizient erfolgen kann. Es entsteht bestimmt der Eindruck, dass es kompliziert und bürokratisch ist. Aber es reduziert ungemein den Aufwand in der Planung, gerade wenn man mehrtägige Routen in der Gruppe plant.
Gehen wir hier mal meine Verzeichnisse kurz durch. Generell unterscheide ich verschiedene Zugriffsberechtigungen. Es gibt private Verzeichnisse, Verzeichnisse für Gruppenmitglieder und Veranstaltungsteilnehmern sowie öffentliche Verzeichnisse. Prinzipiell kann man aber auch jeder Datei die Berechtigung privat, öffentlich oder für Freunde zuweisen. Im Verzeichnis Nützliches lege ich GPX-Dateien ab, die mich bei der Planung unterstützen. Zum Beispiel die aktuellen Streckensperrungen für Motorräder über 95 Dezibel. Das Verzeichnis Datenmigration beinhaltet meine importierten Dateien aus Basecamp, Calimoto und Google Maps. Bei der Planung einer Route stoße ich immer öfters auf Reiseführer, Zeitschriften und Weltreisende, die bereits tolle Routen ausgearbeitet haben. Diese lege ich im Ordner Recherche und Kauf ab. Der wichtigste Ordner ist für mich allerdings der Planungsordner. Hier habe ich nach der Reiseform unterschieden, zum Beispiel Motorradurlaub, innerhalb des Motorradurlaubs Standort- oder Rundreisen. Denn für jede Reise lege ich auch ein eigenes Verzeichnis mit der Namenskonvention Jahr, Monat und Reiseziel an. Und innerhalb des Reiseordners unterscheide ich zwischen geplanten und freigegebenen Routen. Das heißt, ich schiebe die Route nach Abstimmung in das Verzeichnis freigegeben. Generell stelle ich auch geplante Routen für meine Freunde oder für die Community Ride On With Friends zur Verfügung oder publiziere auch Routen für alle MyRoute App-Anwender. Dafür sind die anderen Verzeichnisse gedacht. Kommen wir nun zur Gesamtsicht im Kontext Datenmigration zurück. Die importierten Routen und Route-Tracks verschiebe ich nach dem Import manuell vom Hauptverzeichnis der Routenbibliothek in das Verzeichnis Datenmigration in den entsprechenden Archivierungsordner. Möchte ich nun die Routendatei als Basis für eine neue Planung verwenden oder gleich Freunden, Gruppenmitgliedern und Veranstaltungsteilnehmern oder MyRoute App-Anwender publizieren, dann erstelle ich eine Kopie und lege diese im entsprechenden Ordner ab. Was ich bei Routeplanner sehr gut finde, ist, dass man seine Routen auf einer Weltkarte publizieren kann. Das heißt, man kann nach einem Ort suchen und sich in der Umgebung alle verfügbaren Routen, aber auch Tracks anzeigen lassen. Hierzu später mehr. Meinen Planungsworkflow von der Recherche bis zur Publikation seht ihr ja dann im dritten Video meiner kleinen Serie über Planung und Navigation. Ja, das war es schon. Ich hoffe, dass es dir gefallen hat und wenn ja, dann Daumen hoch und abonniere kostenlos den Kanal. Mich freut's und du verpasst keine Folge mehr. Bis zum nächsten Mal, euer Jürgen.